Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt wieder eine Kleinigkeit anzukündigen, und zwar wurde auf Instagram ein kleiner Story-Trailer gepostet sozusagen, wo der nächste legendäre Dungeon angekündigt wird. Und ja, da wird das genaue Datum noch nicht ganz genau erwähnt. Ja, man sieht hier nur Legendary Dungeon coming soon. Ne? Gestern wurde das Ganze gepostet hier vor einem Tag und ja, es lässt sich natürlich wieder spekulieren, wann der erscheint, aber ich denke mal, die meisten von euch werden es auch schon ungefähr wissen. Ich hatte auch nochmal nachgeschaut gehabt, wann der letzte legendäre Dungeon um diese Zeit kam, und es hat ja immer feste Zeiten so. Jeder legendäre Dungeon hat immer so, ja, immer so feste Zeiten zu Shakes and Fidgets Anlässen. Einmal zu Ostern ist das, ne? Also jetzt Ende des Monats. Dann haben wir halt einmal zum Geburtstag von Shakes and Fidget, zum Anniversary, haben wir da ein Datum. Dann einmal zu Halloween und zu Weihnachten. Ja, also 4 Anlässe im Jahr, wo der legendäre Dungeon erscheint. Und genau, am 30.03. hatte ich letztes Jahr den Legendary Dungeon hier gestreamt gehabt. Und ich denke mal, es wird auch wieder so ähnlich fallen. Wir haben diesmal den 29. als Freitag. Meistens wird es ja immer an einem Freitag released. Das heißt, ich gehe mal von aus, am 28. könnte es sein, dass wieder auf F9 einen Tag vorher das Ganze, ja, die den wieder einen Tag früher erhalten werden und am Freitag, den 29. dann überall gespielt werden kann. Ne? Angaben jetzt erstmal noch ohne Gewähr, ja, aber ich denke mal, das wird so dieser Zeitraum sein. Wir werden natürlich noch abwarten auf die Bestätigung seitens Playa, aber ich denke mal, das ist so der Zeitraum, wo man sich schon mal drauf so ein bisschen einstellen kann. Wir werden das Ganze natürlich auch wieder streamen, wenn es dann soweit ist. Ne? Ansonsten, ja, das ist soweit erstmal so zu den News dazu. Dann hatte ich nochmal durchgerechnet gehabt mit SF-Tools, wie momentan gerade so ein bisschen meine Chancen stehen gegen den Nudisten. 0,04%ige Chance. Ja, ich wollte nochmal gucken, ob ich nochmal so ein bisschen reingehe gegen ihn hier, ob wir hier nochmal ein paar Tries machen. Und ich hatte mir gedacht, okay, ja, können wir nochmal so ein bisschen ausprobieren hier, ob es was wird, ist zweifelhaft. Ja, ich denke mal, es wird nichts werden, aber dadurch, dass wir das, oh mein Gott, das letzte Mal schon gemacht haben und das tatsächlich auch wirklich sehr gut bei euch ankam. Ich denke mal, das ist für viele auch immer sehr spannend zu sehen, so, weil es ja jetzt wirklich so der schwerste Dungeon im ganzen Spiel ist und wir sind ja jetzt auch nicht gerade unweit, sag ich mal. Klar gibt es natürlich immer Leute, die noch weiter sind. Es hat aber bis heute noch keiner den Dungeon komplett fertig. Deswegen sind wir, denke ich mal, schon ganz gut unterwegs und ja, ich bin so extrem gespannt drauf. Wir halten uns ja selbst immer noch, oder wir machen uns ja selbst immer noch ein bisschen schlechter, als wir sind, dadurch, dass wir halt unsere ganzen Ressourcen und sowas nicht ausgeben, so, ne, also ja, wir wollen halt eben warten, bis wir Stufe 700 erreichen und da das Maximum, ja, so einen richtigen schönen Damage-Peak halt rausholen können, ne. Genau, und deswegen, da werde ich dann halt auch das schöne, ja, Equipment mir dann holen. Das wird dann Ende des Jahres dann der Fall sein zum Winter-Dungeon, ne, wo wir dann halt eben wahrscheinlich dann die Stufe 700 erreichen werden. Ziemlich zeitgleich hoffentlich. Ja, mal schauen, was dieses Jahr... Oh mein Gott, das könnte ein sehr guter Try sein. Alter, der Marquardt hat jetzt da einen richtig rausgehauen, ne? Wenn jetzt hier die Kunigunde noch ein paar Mal ausweicht... Boah, nee, okay. Hat sich schon erledigt dann der Fall. Oder... Ja, doch, hat sich erledigt. Aber das wäre es jetzt schon gewesen. Das wäre es jetzt schon gewesen, ja. Also hätte ich jetzt noch einmal oder zweimal mehr gekrittet, dann wäre schon GG. Oh Mann, Alter. Aber Marquardt hat hier gut einen rausgehauen, muss man mal so sagen, an der Stelle. Wenn wir uns den Kampf mal anschauen hier. Schauen wir mal, was Marquardt veranstaltet hat. Marquardt, glaube ich, hier so ein bisschen der MVP in der Rolle, weil er hier die deutlich bessere PvE-Waffe hat als ich. Ne? Ich meine, ich habe auch schon eine gute Spanne,
aber der Marquardt ist dann nochmal ein bisschen besser equipped. Und ja, wie gesagt, was ich sagen wollte, ich bin gespannt, wie weit ich hier im Dungeon kommen werde, wenn ich halt ja, mich komplett neu equipped habe, neue Waffe, alles, ne? Wir haben ja hier und da mal immer schon mal ein paar neue Sachen gesehen, wenn wir hier einfach die normalen Epics anschauen. Da ist schon einiges machbar, ja, und wie gesagt, ich sag's immer wieder, es freut mich selbst, mich so ein bisschen zurückzuhalten, weil man freut sich dann halt eben auf den Moment, wenn es soweit ist, ne, und man arbeitet darauf hin, so, oh mein Gott, Alter, was? Das sind so selbst immer kleine Zwischenziele, sag ich mal. Ich glaube, das ist mein bester Try, den ich bisher hatte, oder? Ich glaube, ich guck mal ganz kurz, ich habe mir ja den besten Try hier oben gespeichert. 1,5. Ja, der ist besser. Nudistischer Gigant. Ja. Wer hat hier den Schaden rausgehauen? Ich eigentlich, ne? Ja, ich habe den Schaden rausgehauen hier. Den müssen wir uns ja nochmal hier in der Nahaufnahme anschauen. Hier 2,2 und nur 2,9 Milliarden Schaden rausgehauen. Da, ich sag mal so, ist auf jeden Fall der neue beste Try. Hätte ich jetzt heute nicht mit gerechnet, weil die Erfolgschance jetzt wirklich nicht sehr hoch ist, sag ich mal, den zu besiegen. Ne? Die Prozente haben wir ja gesehen. Aber da ist man schon wirklich versucht, hier ein bisschen reinzugehen, zu investieren hier, sag ich mal. Ne? Holy shit, bei den Tries, also da wäre ich auf anderen Servern, wäre ich da jetzt schon reingegangen. Hier mache ich halt wirklich noch so halblang, sag ich mal, weil am Ende des Tages, ne, wir hatten es in der letzten Dungeon-Push-Folge auch schon gesagt, das sind halt wieder 300 Millionen XP mehr, die ich bekommen würde. Und umso schneller bin ich halt vom Level wieder höher. Und umso weniger XP bekomme ich dadurch hier auch aus den Quests, aus der Akademie, so, ne, das verringert sich alles und auch die täglichen Aufgaben. Hier wird halt auch die XP immer weniger, umso höher man im Level Entschuldigung, kommt. Und deswegen will man eigentlich gar nicht so schnell den Dungeon Down haben irgendwo, aber man freut sich natürlich trotzdem. Ist natürlich immer ein Prestige, sag ich mal, ne, wenn man da so eine Etage weiterkommt. Aber ja, das heißt auf der anderen Seite halt auch wieder weniger XP, weil man höher, ne, beziehungsweise weiter im Level halt ist. So, ne. Auf der anderen Seite auch wieder gut, weil umso höher man ist, umso besseres Equipment findet man auch. Ne. Aber da wir uns ja fest auf Stufe 700 beziehungsweise rund um den Zeitraum equippen werden zu dem Winter Legendary Dungeon, ist es uns eigentlich, also es sind hier wirklich marginale Unterschiede, von denen ich rede. Ja, ist jetzt nicht so, dass das hier den Kohl jetzt irgendwie fett macht oder so. Das nicht. Okay, hier hat Marquardt wieder einen guten rausgehauen. Kunigunde. Ja, ich sag mal, selbst wenn er hier noch so 6, 7 Milliarden Damage noch kassieren muss, das ist theoretisch auch machbar von mir aus so. Ne? Wir haben gesehen, ich hau bis zu 3 Milliarden Schaden gerade raus. Ne? Also ich bin da definitiv in der Lage zu, so viel Schaden auch auszuteilen. Da muss halt nur das Glück auf meiner Seite sein. Ne? Und ja, Alter... Alter, ich werd so enorm stark sein, glaube ich, wenn ich halt wirklich eine neue Waffe und alles neu habe, ne? Also da freue ich mich wirklich extrem drauf, so, ne? Also auf anderen Servern, da habe ich jetzt auch, glaube ich, schon mittlerweile ein 20er Equip, ne? Also vom Ding her, das ist alles gar nicht, ja, es ist halt unglaublich easy, das jetzt alles hochzuziehen. Die Ressourcen hätte ich vorne und hinten auf jeden Fall, ne? Aber das sparen wir uns halt alles auf für den Hauptcontent, für die komplette Zerstörung. Und da bin ich auch gespannt, wo wir denn halt auch hier in der Ehrenhalle stehen. Denn bisher schwanke ich doch ziemlich, muss ich sagen. Ich habe jetzt gerade meine Alu gespielt. Das lässt mich immer noch mal ein bisschen in der Ehrenhalle höher kommen. Aber ansonsten schwanke ich doch schon ziemlich hart. Also ich bin nicht außerhalb der Top 31 großartig, aber ja, bis hier unten würde ich mal schon sagen, dass ich hier auch schon mal gut und gerne bis dahin durchgereicht werden könnte. Deswegen ja, bin ich da sehr schwankhaft noch unterwegs, muss ich sagen. Die Waffe gefällt mir aber auch von der Spanne her, muss ich sagen, jetzt nicht so gut. Ich würde die tatsächlich noch ein bisschen
geringfügiger nehmen wollen, um halt ein bisschen konstanter in der Ehrenhalle halt auch zu sein. Wie gesagt, die Waffe ist halt jetzt so oder so schon übelst alt, ne? Und dadurch, dass ich jetzt halt auch vorhab, auf 500.000 Intelligenz erstmal zu gehen, macht das Ganze auch nicht besser. Also klar werde ich natürlich stärker, ist ja logisch, ne? Aber die anderen Gegner werden halt auch stärker so, ne? Und das macht das Ganze auch ein bisschen mehr random, sag ich mal, umso mehr man halt in die Richtung von Glass Cannon geht. Ich sag mal, als Magier ist das immer noch mal ein besonderer Fall, weil du halt wirklich auf deinen Damage, dich berufst und dass du die krassen Crits raushaust, so sag ich mal, ne? Also irgendwo ist schon auch vernünftig, deutlich mehr Int als Ausdauer als Magier zu haben, ne? Und ich sag mal, wenn wir jetzt 500 zu 300 K jeweils haben, ist das auch noch nicht so wenig. Also wir haben trotzdem immer noch gute Ausdauer, sag ich mal. Gut, Friedbert ist jetzt hier kein Beispiel, der ist auch komplett krank unterwegs von den Stats her. Hier haben wir fast mehr 50-50, muss ich sagen, ne? Aber auch hier sehen wir zum Beispiel, ist eine circa ähnliche Skillung. Hier ist es dann doch schon ein bisschen mehr Glass Cannon. Hier, ja, ist ähnlich, würde ich sagen. Auch ähnlich, also es geht schon alles in eine ähnliche Richtung. Aber wir hatten ja auch mal in die Dings geschaut, in die IHOF, ne? Und da haben wir teilweise auch Leute drin, die wirklich, ich meine, gut, das kann man jetzt hier, die Leute, ja, IHOF kann man auch wirklich nicht mehr so für bare Münze nehmen hier. Vor den ganzen Fusionen, da waren hier noch deutlich mehr bekannte Namen. Jetzt, ja, weiß ich nicht, dadurch, dass sich halt viele auf den Servern auch jeweils droppen lassen, kann man hier leider nicht mehr viel rausnehmen. Da muss man dann halt schon dann eher so auf die Statistikseite von Webshop gehen. Da sieht man dann noch mehr, also die ganzen starken Magier so halt, ne? Aber ja, das können wir ja mal ganz kurz nochmal machen. Wenn wir mal nach den Magiern sortieren hier, so Level, machen wir mal Hauptattribut, Haupt- und Ausdauer, so Cypher jetzt schon mit 900k insgesamt, das ist schon heftig. Ja, hier sehen wir circa eine ähnliche Skillung, also ist auch nice auf jeden Fall. 900k ist heftig. Hier Luca Freak, ne, auf Platz 92. Den sehen wir natürlich nicht in der IHOF. Das ist klar. Aber ich denke mal, ja, es ist auf jeden Fall schon ganz in Ordnung, dass ich jetzt erstmal so auf 500k hochgehe. Man sieht es hier, ne, es ist überall relativ ähnlich. Haben hier auch 500 zu 300 ganz, ganz grob geskillt. Ne? Also von daher hier auch, denke ich mal, mache ich schon alles richtig. Da kann man sich auch mal so ein bisschen, ja, ein bisschen mal, ja, so ein paar, ja, mal gucken, was die Top-Magier so machen. Da kann man sich ein bisschen Inspiration holen. Deswegen denke ich mal, bin ich damit ganz zufrieden. Außerdem stehe ich auf Schaden, deswegen ja, ist es für mich auch eine gute Sache, sage ich mal, dass ich jetzt hier auch auf 500k hochgehe und jetzt nicht noch zwischendurch Ausdauer hochknallt. So, ne? Ja, Leute, das erstmal soweit dazu. Ein paar Tries gemacht. Wieder oh mein Gott, der war auch gar nicht so verkehrt. Wieder mal einen neuen besten Try gegen den nudistischen Giganten hier eingefahren. Also ist ja wirklich gut, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir in den paar Tries hier so einen krassen Versuch raushauen. Aber ja, das auf jeden Fall dazu. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Wie immer natürlich. Ne? Ansonsten war es das soweit mit dem Video. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als euch einen schönen Tag zu wünschen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und ja, jetzt habe ich mir meine Endzeile schon vorweggenommen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.